viele von MS-Gesellschaft? Keiner. Wie viele von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft? Keiner. Wie viele von der Deutschen Tinnitus-Liga? Keiner. Wir haben 3 Millionen Tinnitus-Kranke in der Bundesrepublik. Wie viele haben noch Amalgam im Mund? 35%. Wie viele haben noch Palladium im Mund? Blech. Über 20%. Wie viele sind korrekt saniert? Ja, danke. Ja, meine lieben Damen und Herren, fangen wir gleich an. Darf ich Sie bitten, dass wir das Licht ausmachen? Ich habe Ihnen wahnsinnig viel vorbereitet, aber leider geht es nur ohne Licht. Es tut mir leid, Sie wissen, wir haben in dem Rahmen immer persönlich gesprochen, aber Fakten gehen halt nur mit Wissenschaft und Wissenschaft erfordert Dokumente. Bitte Platz nehmen und das Licht ausmachen. Auf dem Weg dazu, mich hier vorzubereiten, habe ich in der letzten Woche einmal versucht zu sehen, was interessiert Sie eigentlich. Und da habe ich die Amalgamberatungsstelle in Karlsruhe angeschrieben. Sie möchten im nächsten Amalgamrundbrief, der wohl wahnsinnig alt, ganz kurzfristig um Stellungnahme bekommen, ob sich meine Haltung gegenüber DMS geändert hat und DMSA, ob ich jetzt verstärkt Aktivkohle einsetze und ob ich jetzt mit diesen Komplexbildern vorsichtiger umgehe. Muss eigentlich heißen, dass ich früher pusht habe. Und ob Kohle nicht wahnsinnig gefährlich ist, weil es doch die Nahrung findet. Und es natürlich gegenseitiges Schweigen, gegen mich erhobene Vorwürfe und Missverständnisse verstärken würde. Nächstes Bild. Wir kriegen jeden Tag Dutzende von Briefen. Ich habe das einmal, weil ich mir gedacht habe, sind ja die Leute, die Bescheid wissen. Ein Brief von einer Diplom-Ökotrophologin zum Thema Amalgam. Sie hat also einen Bandscheibenvorfall operiert bekommen, hat einen Speicheltest von 131 Mikrogramm, also das 131-fache des Grenzwerts der Trinkwasserverordnung. Und dann hat man noch einen Strom gemessen, warum weiß kein Mensch. Und die Krankenkasse möchte die Kosten der Sanierung nicht bezahlen und sie möchte eine Klage beim Sozialgericht einreichen und möchte dazu stichhaltiges Material haben. Wir halten die Leute, die klagen, für die typischen Jammerlappen, die also bloß jammern wollen, aber ihre Ursachen nicht entfernen. Dazu darf ich Ihnen sagen, ich kenne keinen einzigen Amalgamprozess der letzten 10 Jahre, bei dem der Patient gewonnen hätte. Gewonnen hat nur der Gutachter. Und die Dokumentation einer Vergiftung kostet pro Kopf und Nase 20.000 Mark, wenn Sie es wirklich exakt, wissenschaftlich exakt dokumentieren wollen. Und die Behandlung halt auch wieder 20.000 Mark. Also ist eigentlich die Klage nur für einen extrem Reichen möglich und der andere wird natürlich, weil er völlig unzureichende Beweise hat, abgewiesen. Also wenn, dann gibt es heute nur eine Möglichkeit, gesund zu werden, aber sicher nicht zu klagen. Dann fragt doch eine Diplom-Biologin, sie ist jetzt in der 13. Woche schwanger und der Zahnarzt hat ihr empfohlen, sie soll die Amalgamfüllungen austauschen und gegen ein geeignetes anderes Material ersetzen und sie hat vielleicht doch Bedenken, ob das dem ungeborenen Kind schaden könnte. Ja, Amalgam ist natürlich sicher nachteilig, aber in der Schwangerschaft ist es mit Sicherheit nicht möglich, daran irgendetwas zu ändern. Und sicher, wer in der Schwangerschaft noch ein Amalgam im Mund hat, hat halt Pech gehabt, so wie dieses schwarze Metall, das Pechmetall in dem
die Weltgeschichte eingehen wird. Ja, und gestern hatte ich eine Patientin neben mir sitzen, die mir erzählte, dass ihr Internist und Kardiologe in Fellbach ihr die Überweisung für die Autoimmunteste abgelehnt hatte, mit der Begründung, das ist Hokuspokus. Und da dachte ich halt an einen ähnlichen Fall 1981, da saß eine Patientin neben mir, die sagte, sie hat einen positiven AIDS-Test und der Hausarzt sagte, das macht nichts, das ist sicher ganz ungefährlich. Und ich hatte damals das Bundesgesundheitsamt angefragt, weil ich von AIDS auch reichlich wenig wusste. Ich meine, das ist ja selten, dass einer sagt, er weiß nichts. Ja. Aber ich wusste wirklich sehr wenig damals. Ja, an der Uni haben wir es nicht gelernt und der Virus war halt neu. Gell? Und ich fragte damals an und bekam den schriftlichen Bescheid, die Frau kann kein AIDS haben, weil AIDS eine typische Erkrankung des homosexuellen jungen Mannes ist. Ich habe es aber nicht schriftlich. Und so denke ich halt dran, die Sachen, die wir heute besprechen, sind halt heute vielleicht noch für den einen oder anderen Hokuspokus und morgen halt traurige Wirklichkeit. Nächstes Bild. Warum reden wir heute über die Autoimmunerkrankungen? Sie sehen hier das Originalfax des deutschen Bundesforschungsministeriums. Sie sehen oben das Datum vom 7. August 1995. Hier wurde festgehalten, dass der Hokuspokus bei 5% der Europäer und auch Amerikaner besteht, mit den klassischen Symptomen Diabetes, Multiple Sklerose und rheumatischen Erkrankungen. Und Quecksilber und siehe da Gold, auch das hat mich sehr verwundert, denn wir sagen das in der Klinik immer, dass jemand, der Amalgam hat, der kommt eigentlich noch ganz gut über die Runden. Aber wenn da zum Amalgam noch irgendeine Goldlegierung dazugesetzt wird, dann ist eigentlich Feuer auf dem Dach. Dass das die T- und Lymphozyten so verändert, dass sich die Allergie gegen das eigene Körpergewebe richtet und das nennt man dann Autoimmunerkrankung. Rückseite des Fax. Es hat übrigens kaum ein Mensch dieses Originalfax, nur der Vizepräsident des ToxCenters, der jahrzehntelang am Bundesgesundheitsamt arbeitete, der bekam es. Und man darf nicht vergessen, dass dies ein Versuch an gesunden Mäusen war, also nicht an Ratten, und dass hier erstmalig das Entstehen der Autoimmunerkrankung bewiesen wurde. In der Wissenschaft wusste man es vorher schon, aber dass das der deutschen Öffentlichkeit per Fax bekannt gemacht wurde, das war neu. Und jeder Mensch kann sich am Bundesforschungsministerium rechts unten die offiziellen, ausführlichen Informationen von Professor Gleichmann in Düsseldorf schicken lassen. Und da steht nicht sehr viel mehr drin. Wir haben uns das natürlich sofort besorgt. Aber es ist der eindeutige Beweis dafür, dass Quecksilber für ganz schwere Organschäden der Verursacher ist. Nächstes Bild. Ja, und wie kommt es jetzt zu einer Autoimmunerkrankung? Das geht ein bisschen nach oben, weil sehr schön, ganz lieb. Also es ist so, wir haben irgendwie Kontakt mit irgendwelchen allergisierten Substanzen, wie zum Beispiel Quecksilber, wie zum Beispiel Gold. Ja, es ist nicht immer. Nein, jetzt ist man viel über. Das hat mich verraten. Jetzt hätte das vergeben. Vorher musste ich mal was machen. Hier werden natürlich bei einer chronischen Vergiftung eingelagert in Speicherorgane allergisierte Substanzen aufgenommen. Und Sie sehen, letztendlich entscheidet der Zahnarzt darüber, wie der weitere Verlauf ist in den meisten Fällen. Wenn die allergisierten Substanzen im Unterkiefer eingelagert werden, ist das typisch in der Folgeerscheinung zur Entstehung von Immungiften und von Autoimmunerkrankungen. Wenn sie im Oberkiefer sind, dann sind es Psychogifte, die die Folgeerscheinung sind. Ich weiß nicht, ob Sie wirklich die nächsten Stunden
sagen, es ist wirklich lang und wenn es umkippt, muss ich wieder arbeiten. Ja, nehmen wir doch den Tisch von da hinten her und sich da draufsetzen. Das ist bloß eine Frage der Organisation. Und wenn man, Sie sehen hier die Jahreseinteilung, oben die Schwere der Symptome, wenn die Allergie rechtzeitig erkannt wird, in den ersten 10 Jahren, ist es kein Problem. Wenn man das Allergen beseitigt, ist es in der Regel so, dass der Patient in 20 Jahren dann beschwerdefrei ist. Wobei die Immunkörper, ja, alles andere ist Augenwischerei. Wenn Sie meinen, Sie können in 10 Jahren Substanz im Körper implantieren und wenn Sie merken, jetzt mag er nicht mehr mit dieser Substanz und Sie nehmen die dann heraus und dann meinen, morgen ist alles gut, so ist es im menschlichen Leben halt doch nicht. Es braucht alles seine Zeit. Es braucht sehr lang, bis wir überhaupt merken, was los ist. Und der Körper braucht dann ebenso lang noch, bis er sich wieder normalisiert. Das darf man wirklich nicht vergessen. Wenn Sie das Ganze nach 20 Jahren machen, ist die Sache natürlich schon sehr problematisch. Sie sind im Unterkiefer im Bereich der Immunstörung und im Oberkiefer im Bereich der psychischen Störungen, die zum Teil ganz erheblicher Natur sein können. Und die Behandlung bedeutet natürlich nicht, dass er morgen gut geht, sondern sie bedeutet, dass die Verschlechterung des Verlaufes zum Stillstand kommt und so ganz langsam, das ist der physiologische Verlauf, wie der Organismus auf die Besserung der Ausgangslage reagiert, dass sich ganz langsam die Sache wieder normalisiert, im späteren Verlauf noch mit einer deutlicheren Verbesserung. Letzten Endes muss man sagen, wenn man so eine gravierende Ursache beseitigt, dann stellt man die Weichen dafür, dass es einem 30 Jahre später besser geht. Wenn Sie aber erst nach 30 Jahren mit der Sanierung beginnen, dann ist es in der Regel so im Bereich des Psychogiftes, dass man hier in den Bereich der tödlichen Symptomatik kommen kann, auch noch trotz Therapie. Also es ist nicht so, dass das jetzt so ganz toll nach unten abfällt, sondern dieser bogenförmige Verlauf, diese Kurve stammt übrigens von den Statistikern der Universität. Das ist der offizielle Verlauf, wie eine Krankheit langsam zum Stillstand kommt. Das ist ganz gleich, ob das jetzt eine Krebsbehandlung ist, ob das eine schwerwiegende Operation ist oder ähnliches. So müssen wir uns auf diese Sachen einstellen. Das nächste Bild. Ja, was macht der Organismus? Wie entscheidet er denn, ob er jetzt mit einer Immunerkrankung reagiert oder mit einer Nervenerkrankung? Und da fiel mir ein, das ist ja eigentlich bei uns im technischen Bereich auch so. Sie wissen, seit den 70er Jahren haben unsere Autos Verschlüsse am Tankdeckel, weil damals sehr viele Leute Würfelzucker in den Tank warfen und das verträgt kein Auto. Ich meine, Sie essen kiloweise Zucker und sagen, das macht mir nichts, ich spüre nichts. Beim Auto spüren Sie es auch nicht sofort, sondern erst nach 50 oder 100 Kilometer. Also wenn Sie es reintun, ist natürlich das Auto kaputt. Der Zucker geliert und die Kolben verkleben und Sie müssen halt einen neuen Motor einbauen. Das kann man bei Menschen nicht. Wenn Sie jetzt das als Experiment machen, wenn Sie bei einem Dieselauto Benzin einfüllen, zu viel Benzin einfüllen, dann stottert er. Das ist also so wie bei Menschen eine Nervenerkrankung. Umgekehrt, wenn Sie beim Benziner einen Diesel einfüllen, das ist natürlich sehr problematisch. Dann kriegt er erhebliche Funktionsstörungen, das ist die Immunkrankheit. Also wir wollen ja alles immer im technischen Bereich sehen. Der menschliche Organismus ist sehr viel schwieriger als ein Auto, aber wir denken ja eigentlich primär nur, hoffentlich, wenn wir heute Abend losfahren, geht unser Auto noch. Der Körper, das ist ja alles kein Problem. Danke. Bitte das erste Bild. Sie dürfen nicht glauben, dass das alles zahnärztliche Probleme sind, mit denen wir konfrontiert werden. Ja, das ist ganz schön. Nicht so, macht nichts. Machen wir alle. Ja, Sie sehen hier einen Brand. Sehr eindrucksvoll. Das stammt aus meiner Ausbildungsserie für die Leit- und Notärzte. Sie wissen ja, das war lange Zeit mein Metier, bis ich erkannt hatte,
dass die Ausbildung für die Behandlung akuter Vergiftungen eigentlich ganz unwesentlich ist im Verhältnis zu den chronischen Vergiftungen, die viel gravierender sind. Das war ein Brand in einer Lackfabrik, das ist natürlich alles verbrannt, von Cadmium über Blei, Zink, Lösemittel und so weiter. Es sind 4 Leute akut erkrankt und 80.000 hatten eine chronische Vergiftung. Denken Sie jetzt, das in Ihrem Bereich mit Ihrem Amalgam im Mund und in Ihrem Palladium im Mund, glauben Sie wirklich, dass jemand, der dieser hochgiftigen Giftwolke ausgesetzt ist, irgendeinen positiven Effekt davon hat, dass er Zink schluckt, dass er nicht schluckt oder sonst irgendeinen Scheiß macht? Das A und O ist, dass er diese giftigen Wolken nicht einatmet. Das ist das A und O. Der Expositionsstopp ist das A und O. Und im Wesentlichen ist es halt so, wenn Sie keine Gasmaske haben, was die Feuerwehr natürlich hat, dann nimmt man feuchtes Tuch vor Nase und Mund und verhindert dadurch, dass möglichst wenig hochgiftige Substanzen irreversibel in unserem Körper eingelagert werden. All diese Bewohner der Umgebung, die sowas eingeatmet hatten, Sie wissen ja, die sind dann sehr neugierig, treten vor die Tür, also Rauch ist ja auch was ganz Tolles, die stehen dann alle auf der Straße und glotzen. Das sind diejenigen, die man dann 10 oder 15 Jahre später behandeln muss. Nächstes Bild. Oder anderes Beispiel. Das stammt aus einem großen Gerichtsgutachten von mir. Das war eine Mülldeponie in Bergisch Gladbach. Die wurde dann später in 30 Meter hohen Säulen überbaut. Und wenn jemand in den Keller ging, fiel er bewusstlos um, weil diese Sondermülldeponie nicht aufregen. Das ist gar kein Problem. Er hat so ein bisschen so ein Eigenleben. Ja. Gar kein Problem. Das ist ja auch unterhaltsam, wenn er nicht immer stur auf die Bild schaut. Ja, ermüdet man ja. Das ist ja eh nicht. Das ist das Titelbild meiner Monographie Umweltgifte, weil damit verbindet mich eine ganz lange Geschichte. Da könnte ich Ihnen stundenlang drüber erzählen. Ich bin ja am Schluss dann mit dem Notarztwagen-Team hingefahren und habe die Bewohner untersucht, nachdem er hier ja von der Münchner Universität eine Langzeitstudie machen wollte, wie sich die Bewohner über die nächsten Jahrzehnte in ihrem Gesundheitsverhalten entwickeln, was sicher auch sehr interessant ist. Mich hat es nicht interessiert, vielleicht weil es weit im Norden war. Und wenn diese Kinder hier, das waren diejenigen, die ich dann als alte Leute mit schweren Vergiftungserscheinungen zu behandeln hatte, wo sie natürlich im Organismus nicht, wie das die Berufsgenossenschaft verlangt, ein einziges Gift in einer Konzentration, die der gewerbliche Arbeiter nicht verträgt, finden, sondern da findet von jedem ein bisschen was. Im Wesentlichen ist natürlich das Immunsystem gestört und das kann natürlich ein Virus genauso machen wie irgendein Gift. Das weiß man im Nachhinein nicht mehr. Es sind Milliarden von Giftstoffen, die in diesen Wolken sind, wo die Kinder dann an irgendwelche interessanten Sachen gesucht haben. Nächstes Bild. Oder hier, das ist der Leiter vom Hamburger Umweltinstitut, der Dr. Braungart. Wir haben uns wahnsinnig über diesen PCB-Kondensator geärgert, der übrigens derzeit noch auf dem Messegelände steht. Und wenn dieser Kondensator in Brand gerät, ist wahrscheinlich ganz München unbewohnbar. Also mindestens so, dass alle unter schwersten Immunschädigung über Jahre leiden. Das sind Tausende von Liter öliger PCB-Lösung. Und das ist so es muss halt so sein, weil das ist das billigste Trennmittel für einen Kondensator. Und man hat das früher immer gemacht. Und naja, ist toll halt nicht. Das ist so gut, wenn es nicht wird. Nächstes Bild. Leider ist mir da, habe ich den falschen Film verwendet, ein Diafilm. Das war ein Patient mit einer reinen Lösemittelvergiftung und das, was hier so weiß ist, ist normalerweise ganz schwarz. Das ist übrigens ein Patient, jetzt einmal fürs Tröstlich, der bloß so Mikro-Amalgamfüllungen im Mund hat. Der hatte mit Amalgam gar nichts am Hut und hatte trotzdem eine ganz schwere Nerven- und Immunschädigung durch diese
hat darüber geredet. Er hat gesagt, der Urologe der Klinik sagte, es gibt halt praktisch keine Frau über 50 mehr, die in der Klinik nicht riesige Nierenbeschwerden hat, eine Urine halten kann. Und die Männer haben es halt an der Prostata. Man sagt halt Altersleiden. Das sind halt einfach die Erscheinungen, die man als Chemiefanatiker ertragen muss. Nächstes Bild. Ja, oder hier auch wieder so was sehr Interessantes. Ich habe es hier umgedreht, aber das macht nichts. Das ist die alte Müllverbrennungsanlage von Kempten. Und da hat sich ein Kemptner die Mühe gemacht, morgens um 6 Uhr mal die Giftgaswolke zu fotografieren, die insgesamt 50 Kilometer weit geht. Ja, dem können Sie nicht entfliehen. Und seit wir auf die Idee kamen, unsere völlig ungiftigen Kunststoffabfälle in einen Sammelofen unter irgendeiner denkbaren Temperatur, unter irgendeinem zufälligen Sauerstoffwert zu verkokeln, haben wir natürlich eine Unzahl hochinteressanter Chemikalien in der Luft. Und die müssen wir alle einatmen. Und das Paradoxe für jeden Emittenten ist dies, dass die Leute, die im absoluten Umgebungsbereich diese grässlichen Kamine sehen, eigentlich gar keine Beschwerden haben. Aber je weiter die weg sind, hier, dort hat Dr. Müller, damals Kempten, heute Isny, hat diese Dioxinstudien gemacht, dort die hohen Dioxinwerte gefunden. Und das ist halt einfach das Ultragift, das letztlich unser Immunsystem ganz erheblich behindert. Nächstes Bild. Ja, normalerweise müssten wir gegen all diese Gifte natürlich einen Atemfilter tragen. Wir haben alle dieses Atemfilter an uns. Das sind die Nasenwege, die Schleimhäute, die dann natürlich anschwellen, die diese Gifte sehr bereitwillig aufnehmen. Das heißt, entgiften natürlich, dass nicht in die Lunge kommen. Der ganze Zahnhalteapparat, der all diese eingeatmeten Gifte aufnimmt und natürlich speichert. Es gibt ja die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften. Wenn Sie so einen Filter aufmachen, müssen Sie es unbedingt wegwerfen. Dürfen es auf gar keinen Fall ein zweites Mal verwenden. Ja, mit dem Mund ist das schwierig, gell? Und mit der Nase insbesondere. Wenn Sie mal so eine Giftgaswolke eingeatmet haben, ja, wer tauscht uns das aus, gell? Also da gibt es schon erhebliche Probleme. Und nachdem wir dieses ganz ideale, fest angebaute Luftfilter ja doch nicht auswechseln können, sind wir entweder darauf angewiesen, nichts einzuatmen, gar nichts. Und gar nicht immer mit der Nase schnüffeln, da riecht es nicht gut, oder der Frau ein Parfüm tragen lassen, oder alle möglichen Gerüche oder Neubauten, wo es stinkt wie die Pest, oder gar Autofahren, wo ja die höchsten Autoemissionen ins Wacheninnere geleitet werden, was übrigens sehr gerecht ist. Gell? Denn es ist wirklich so, wenn Sie alle Ihre Autoemissionen über den Schlauch nach innen leiten würden, wäre ja von einer Minute auf die andere das ganze Verkehrsproblem gelöst. Gell? Weil dann jeder, der da so am Steuer sitzt, nach 10 Minuten weg ist. Aber er sagt sich halt, wenn ich es rauslasse, dann kriegen Sie die anderen, ja, und so viel ist das ja nicht. Und die paar Millionen Bäume, die da sterben. Also das spielt ja alles keine Rolle. Es wird ja dann verdünnt und der Nachbar kriegt das und man selber nicht mehr. Das ist ja immer so das St. Florians-Prinzip. Da lässt sich nichts ändern. Nächstes Bild. Ich hetze ein bisschen, Sie merken. Ich wollte Ihnen Fakten vermitteln. Denn wie ich mir gedacht habe, wir haben heute fast keine Amalgamberatungsstellen hier. Ich kenne außer der Ellen Thal, die ja wirklich sehr viel für sich macht, und einer Amalgamberatungsstelle in Nordrhein, keine einzige Amalgamberatungsstelle in Deutschland, in der sich die Leiter selber mal haben behandeln lassen. Dadurch überhaupt eine Erfahrung haben, was macht Amalgam und was macht man dagegen. Aber Und ich meine, man sollte wenigstens einmal was darüber lesen. Und ich habe sicher, ich habe 83 Bücher geschrieben, aber es sind immerhin 2 Bücher davon über Amalgam mit 2000 Seiten, verlange ich nicht, dass man eine Amalgamberatungsstelle liest.
sondern vielleicht nur die Patienten. Aber ohne sich damit befasst zu haben, dann meinen, man könnte jemand irgendeine Hilfe bieten, das halte ich für, naja, das kennen Sie nicht. Hier sind die wesentlichsten Umweltgifte aufgelistet, ganz gleich, ob das Metalle sind, Benzol, Blausäure, Formaldehyd, Kohlenmonoxid, Pentachlorphenol, die polychlorierten Biphenyle. Sie lesen morgen in der Zeitung, dass es in Nordrhein-Westfalen keine Schule gibt, ohne diese ganz tollen polychlorierten Biphenyle. Man darf es ja nicht sagen, in Bayern gibt es das schon lange nicht. Wir wissen ja das seit über 10 Jahren. Und Substanzen, die wirklich in unserem ganzen Fettgewebe gespeichert sind, langfristig unser Immunsystem stören und natürlich erhebliche psychische Veränderungen machen, sollte man meiden, wo es irgendwie geht, meiden, wirklich meiden. Bei all den Umweltgiften gibt es keine und überhaupt keine Behandlung. Es gibt nur erkennen, wo sie liegen und dort vermeiden. Was anderes gibt es nicht. Und wenn es Möglichkeiten gäbe, mit irgendwelchen Nahrungsmitteln zusätzlichen Gifte zu entfernen, ja, dann wird man das sicher von früh bis abend alle essen. Ganz sicher. Und nur das. Gibt es bloß nicht. Gar nichts. Und Sie sehen, die wesentlichsten Erscheinungen sind Herz, Niere, Nervensystem und so weiter. Und dann darf man nicht vergessen, Sie reden, wenn, dann von irgendeiner Substanz. Ich bewundere das immer bei den Patienteninitiativen. Holzschutzmittel, für die gibt es nur Pentachlorphenol, gar nichts anderes. Da redet man nicht über das Amalgam, weil das lenkt das ab. Oder MS-Gesellschaft redet halt nur von den Nerven, dass Nerven von irgendetwas anderem auch noch beeinflusst werden können. Das gibt es halt nicht. Die Interaktionen, das Zusammenspiel der verschiedenen Gifte miteinander, zwischen Lösemitteln, zwischen Drogen und Alkohol, die natürlich eine irrsinnige Rolle spielen. Ich kenne von den schwerkranken Amalgampatienten übrigens keinen einzigen, der nicht entweder über die Mutter oder selbst geraucht hat. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, das zu bedenken. Natürlich macht Amalgam auch die Enthemmung über das Frontalhirn, sodass gern Alkohol missbraucht wird, gern andere Drogen missbraucht werden. Aber es ist halt doch so, auch für die früheren, für die frischen Patienten, zuerst einmal das Rauchen aufhören und dann abwarten, was sich tut, ist sicher viel leichter als alles andere. Oder dann klagen. Und Formaldehyd ist grundsätzlich dabei bei der Störung des Stoffwechsels, bei der Störung des Immunsystems. Es gibt keinen einzigen Schwervergifteten, bei dem nicht Formaldehyd zumindest zu 30% als Kofaktor eine Rolle spielt. Alle haben wir lange Zeit Blei eingeatmet, was ja sehr wichtig war, dass unsere Autos ein Jahr länger leben. Deswegen hat man das ja auch zur Lebenserhaltung des Autos dazugegeben. Natürlich mit der Konsequenz, dass jedes Gemüse, das am Wegrand angebaut wurde, bleihaltig war. Mittlerweile haben wir hier Variationen. In München hatten wir ja lange Zeit das hohe Titan. Dank BMW, es waren ja die BMW-Autos mit Titankatalysatoren ausgerüstet, natürlich streng heiß, darf ja niemand wissen, mittlerweile ist es Tantal. Wir machen den Titanallergietest, der ist in Münchner Bereich in der Regel positiv. Was natürlich schlimm ist, wenn sie alt werden, weil die ganzen Knochenersatz, Gelenkersatzmaterialien sind ja Titan und das bedeutet, dass natürlich die Allergie vorprogrammiert ist, die sich dann natürlich wiederum durch die psychischen Erscheinungen äußern. Nächstes Bild. Ja, und dann wären wir bei dem riesigen Unterschied zwischen akuter Vergiftung und chronischer Vergiftung. Und das müssen Sie jetzt wirklich ganz intensiv sich merken. Das ist das, was der Leiter der der Amalgamberatungsstelle in Karlsruhe nicht kapiert. Wenn Sie einen akut hohen Wert haben an irgendeinem Gift, dann korreliert der Giftwert mit den Symptomen, aber bitte nur bei der akuten Vergiftung. Das gibt es. Es gab zum Beispiel mal einen Buchautor in Wien,
der ganz schwer amalgamvergiftet war, der hervorragend nach langer Zeit behandelt wurde, vom Zahnarzt alle Zähne gezogen bekam. Seine Zähne sind in meinem Amalgamhandbuch abgebildet, wirklich sehr illustre. Er hat dann die Zähne auch auf der Brust getragen als Amulett. Nach 10 Jahren, dann auch noch von den Spezialisten in Wien vor 15 Jahren optimal entgiftet wurde, alles bekommen hat, was die Ausscheidung vom Quecksilber gefördert hat, riesige Quecksilbermengen ausgeschieden hat. 5500 Mikrogramm Quecksilber im 24-Stunden-Urin. Da wäre sogar der Schiele vor Neid erblasst, wenn er diese Werte gesehen hätte. Und dann hatte ich einmal dort eine Diskussion in Wien, und der war dort und sagte mir, ja, er wurde jetzt operiert am Kiefer, weil der Kieferknochen eingebrochen war und der bekam einen Ersatz. Und seither geht es ihm so wie am ersten Tag. Und so schauen wir halt nach, ob da noch wieder Quecksilber drin ist, weil wenn man am Kieferknochen hinlangt, dann mobilisiert man doch das ganze Depot. Ach, das geht's doch nicht, Doktor. Ja, das ist ja alles schon Kriegsgeschichte. Ich war halt der Kriegsveteran. Und dann habe ich ihm hinter der Fernsehkamera eine Ampulle DEPS in den Arm gejubelt. Und habe dann gleich den ersten Urin mitgenommen nach München. Und ich habe mir gedacht, ach, das ist das Labor spannend. Da waren 45.000 Mikrogramm Quecksilber drin. Und er hat dann nach den 24-Stunden-Urin, wir haben dann alle Labors, die damals schon Quecksilber messen konnten, verschickt und siehe da, es war wirklich hoch. Das war natürlich ein Mann, der 300 Ampullen DEPS, Dimaval, im weiteren Verlauf bekommen hat und 600 Kapseln, der hat das wirklich gebraucht. Das war eine akute Vergiftung, das gab es in der Anfangszeit. Aber heute, nachdem über 3 Millionen Ampullen DEPS gespritzt sind in Europa, kann man nicht mehr davon ausgehen, dass es noch irgendeine gibt mit einer akuten Quecksilbervergiftung. Nicht einmal den dümmsten. Ja. Also heute ist es so, dass Sie davon ausgehen müssen, dass es in der Regel chronische Vergiftungen sind. Und die haben einen ganz anderen Eigenverlauf. Die akuten Vergiftungen sind gelb gezeichnet und die chronischen Vergiftungen sind grün. Das heißt also, wirklich kleinste Quecksilbermenge in irgendeinem Speicherorgan und dann über lange Zeit wirken. Und Sie wissen ja, beim Rauchen ist es ja auch so. Es gibt Leute, die sagen, ja, Rauchen, ja, sicher, das mache ich seit 20 Jahren, aber sie bloß 5 Zigaretten. Die haben schwerste Raucherschwellen. Es hängt nicht davon ab, wie bei einer chronischen Giftmenge die Menge ist, sondern wie der Körper diese Menge empfindet. Und der Körper empfindet es oft ganz anders, als wir denken. Wir fragen ihn ja nicht. Sie wissen ja, es gibt ein ganz süßes Sprichwort der alten Chinesen. Man muss ja bei den ganzen Sachen, wo ja die ganzen Herdpunkte und die ganze Therapie doch eigentlich eine wesentliche chinesische Therapie ist. Das darf man nicht vergessen werden. Wir holen uns halt bloß das raus, was wirklich gut ist und was wir naturwissenschaftlich verstehen können. Was wir nicht verstehen können, lassen wir weg. Also sonst müsste man noch mehr nachdenken und das schaffen wir ja alle nicht. Aber die alten Chinesen sagten immer, der normale Mensch lebt die ersten 40 Jahre zu Gast in seinem Körper. Mit all den Dingen, die dazugehören. Die Gäste sind ja meistens diejenigen, die einen besonders ausnützen, knochenlos sind und schlampig sind. Und die nächsten 40 Jahre versuchen wir all das wieder gut zu machen, was wir damals versäumt haben. Und das ist eigentlich das Problem des Amalgamvergifteten. Dass er ausgesprochen dumm und gutgläubig lange Zeit war und vergessen hat, dass es ja neben Amalgam noch ganz andere Sachen gibt, die oft sehr viel schwerwiegender sind, aber gegen die man natürlich nachher nichts mehr machen kann. Was wollen Sie denn machen, wenn Sie ein Schulkind hat und das in einer PCB-Schule aufgewachsen ist, wo im gesamten Fettgewebe, weil Mädchen ja vielleicht noch nicht gewusst, aber zumindest im Fettgewebe das ganze PCB hängt und das in unserem Gehirn hängt, sicher um den Faktor 100 höher als im
der Muskulatur des Körpers. Was wollen Sie denn da machen? Sie können ja nur die Sachen noch angehen, die Sie kennen, für die es Behandlungsmethoden gibt und wo man noch einigermaßen was bewerkstelligen kann. Nächstes Bild. Ja, die Laura, die da hinten irgendwo sitzt, glaube ich, oder? Nicht? Das ist daheim, alles Stück. Die hat mir im Vorzimmer ein Bild geschrieben, das ist so mein Leitsatz der chronischen Toxikologie. Zeige mir, womit du kaust, und ich sage dir, wie du dich fühlst. Ich hatte meinen Vater vor 50 Jahren, knapp 50 Jahren, immer zu Hausbesuchen mitgenommen, und der sagte mir immer, das Wichtigste ist, am Kranken ihn nun zu sehen. Du siehst genau, wie er ist, was er ist, wie er sich pflegt, wie er sich fühlt. Und das Zweite ist, dass du weißt, wie er schläft. Das Schlafzimmer muss kennen. Und das ist eigentlich seit jeher mein Grundsatz der klinischen Toxikologie. Eben, ich habe das zu höchster Perfektion vollbracht, nachdem ich weiß, dass ein chronisch Vergifteter nie weiß, mit welchem Gift er Kontakt hat. Das ewige, stundenlange Rumreden und Rumforschen habe ich satt. Ich schaue immer, was ist drinnen im Körper. Und im Kiefer seht ihr alles. Alles. Wirklich restlos alles. Sie sehen jede Organbeteiligung, und Herr Petzold hat mir ganz toll gestern noch mitgebracht, die Tabellen der chinesischen Akupunktur, wie ja auch im Körper. Ich hatte so einen Pickel an der Stirn, und dann hat er gesagt, das ist hier was in der Galle. Und so, wie man wirklich so einen Bezug zwischen der Lokalisation der Erscheinung und der Organschädigung ziehen kann. Manchmal stimmt das, sehr häufig stimmt, das kann natürlich auch nicht stimmen, ja. Aber bei der Vielzahl von möglichen Störfaktoren ist es natürlich einfach wichtig, dass man über irgendein Einstiegserlebnis, in der Wissenschaft sagt man auch wissenschaftliches Interesse am Krankengift findet und damit natürlich auch oft sehr viel findet und auch sehr viel helfen kann. Das war's, glaube ich. Nächstes Bild. Ja, jetzt muss der andere wieder arbeiten. Wir sind da jetzt bei der Giftwirkung. Ich habe jetzt ganz einfach bloß aus meinen Büchern Ihnen das rauskopiert. Die Autoimmungifte und auch Psychogifte habe ich in einem Eigendruck hier dabei. Meine Verlagslektorin Frau Kindermann ist heute hier, die ist traumhaft, hat es ermöglicht in der kürzesten Zeit, die überhaupt hier möglich war. Ich habe das Manuskript aus Kreta gefaxt, und bis ich hier war, war das schon dann als Büchlein fertig. Also mein Ecomed Verlag verwöhnt mich mit einer Versorgung, die also wirklich traumhaft ist. Aber derzeit wirklich toll. Also ist für Sie enorm vorteilhaft. Derzeit gibt es all diese Informationen bloß in diesem Sonderdruck hier erhältlich, und irgendwann wird es dann vom Verlag auch in Einzelbüchern geben. Kostet natürlich dann das Dreifache, weil das soll ja auch nicht dabei sein. Ja, wir sind bei der Giftwirkung. Wobei Sie sehen, die Giftwirkung macht natürlich keinen Unterschied, ob das Metalle sind, und da meint man wirklich Metalle. Wenn Sie eine Allergie auf irgendein Metall haben, sagen wir mal Nickel, dann vertragen Sie die anderen Metalle natürlich auch nicht. Ja, man weiß seit jeher, dass zum Beispiel Nickel und Palladium Kreuzallergene sind. Wenn jemand eine Nickelallergie hat, hat er auf jeden Fall auch eine Palladiumallergie. Und genauso ist es mit Quecksilber und Gold. Die Schwefelverbindungen, die Quecksilberausscheidung, die normale physiologische Ausscheidung bedingen, die machen natürlich auch, dass Gold ausgeschieden wird. Wobei Quecksilber wesentlich leichter aus dem Körper rausgeht als Gold. Gold, das im Körper drinnen ist, im Kiefer ist, kriegt es nie mehr raus. Es kriegt es nie mehr raus. Quecksilber hat eine Halbwertszeit, die ja vielleicht im Knochen 80 Jahre ist. Die können Sie aber mit Gegengiften wesentlich senken, aber Gold kriegt es nicht raus. Ja.
Sicher, er weiß das seit jeher. Wenn ein Rheumatiker, der natürlich nur auf Gold anspricht, weil er Amalgam vergiftet ist, weil das macht das Rheuma. Ja? Wenn ein Rheumatiker eine einzige Goldapplikation bekommen hat, ich sage das so laut, damit Sie es merken, wird das Gold im Urin über mindestens 20 Jahre nachgewiesen. Eine einzige therapeutische Dosis. Steht in jedem Lehrbuch drin. Gell? Über Gold gibt es irrsinnig viele Informationen. Sie können am besten die Goldwirkung erkennen, wenn Sie zum Beispiel Ihre Zimmerpflanze mit irgendeinem Gold gießen. Die geht natürlich ein. Da fällt mir übrigens eins ein. Ich wollte Ihnen ein nettes Bild mitbringen, aber ich konnte es einfach nicht zeichnen. Ich bitte jemand von Ihnen, der ein bisschen zeichnen kann. Ich stelle mir das so vor, Sie malen ein Esszimmer, also mit einem großen, vielleicht runden Tisch, mit zwei großen Fenstern. Und an den Fenstern sollen Blumenkästen stehen. Und in den Blumenkästen sind rechts und links 8 Blumen. Schöne weiße Lilien. So als Szene. Und die letzten, die haben ja nicht mehr Platz. Sie wissen ja, der 8., der Weisheitszahn, der hat ja nicht mehr Platz in unserem Kiefer, weil wir alle so einen kurzen Schädel haben, weil wir nicht mehr gewohnt sind, Gemüse zu kauen, sondern als Fleischesser. Wir sind es wirklich Fleischesser, ja, wirklich. Auch wenn Sie meinen, Sie könnten einmal sich umtrimmen auf irgendwas anderes. Es nimmt dann oft das Hirn nach einiger Zeit übelst aus, das braucht dann der tierische Ersatz. Ja. Und man war ja Alzheimer eher, noch spielt da wahrscheinlich keine Rolle. Aber die 8. Blume hat einfach keinen Platz mehr in dem Blumenkasten im Esszimmer. Und dann wünsche ich mir, dass Sie also, ja, die 6. Blume, das ist ja die, die lasst man ja drin, wenn sie dann verfault ist, dann macht man eine schwarze Kappe drauf. Weil das so schön ist, gell, wenn man im Esszimmer auf den Blumen eine schwarze Kappe hat. Ja, und dann auf die 7. Blume würde ich mir vorstellen, da machen sie dann eine goldene Kappe drauf. Also stellen Sie sich vor, auf eine weiße Linie machen sie dann eine goldene Kappe drauf. Und die 3. Blume, also die ist ganz verfault, also dass der Stamm völlig verfault, da machen sie dann so einen Eisendraht. Das ist dann der Wurzelstift. Und dann schreiben sie unten unter das Bild, das sind meine eigenen Blumen. Und derjenige, der mir das liefert, der kriegt dann von mir ein Buch geschenkt. Weil ich möchte es wirklich für mich angucken. Ich möchte einfach einmal diese so trockenen Sachen ein bisschen plastischer darstellen, dass uns das auch einmal im täglichen Leben bewusst wird. Also ich bezeichne ja immer, wenn ein Zahn verfault ist, das ist ja so wie wenn ein Baum verfallen ist. Also ich habe im Vorzimmer eine Floristin, seither weiß ich, wie Blumen leben und wie man die versorgen muss und wie man liebevoll damit umgehen kann und wie das eigentlich schön ist. Ja? Und ich empfinde das, was so in der Zahnmedizin geschieht, meistens als Leichenveredelung. Es sind ja tote, kaputte Dinge und die Karies im Mund ist ja nicht ein Loch, gell? Sondern die Karies ist ja eine Stoffwechselkrankheit. Ganz exakt erforscht ist. Die letztendlich eine Folge der negativen Faktoren ist, die auf uns eindringen. Es ist nicht allein der Zucker. Das sage ich jetzt nicht deswegen, weil ich Zucker so gern esse, sondern es ist wirklich so, wenn Sie jemanden haben, der nur Lösemittel einatmet, dem fallen alle Zähne aus. Wenn Sie jemanden haben, der Bleistaub einatmet, dem fallen alle Zähne aus. Und so weiter. Also jede Substanz, die in diesem Filter eingelagert wird, macht natürlich Zahnverfall. Natürlich kompliziert durch ein bestimmtes Bakterium, so ein Streptococcus mutans, gegen den es natürlich wieder Autoimmun-Titer gibt. Also die Amerikaner machen es so, dass bei den kleinen Kindern, die Karies bekommen, körpereigene Antikörper aufbauen gegen diesen Streptococcus und dann kommt die Krankheit zum Stillstand. Natürlich muss man tiefgreifendes noch dann auch ausfräsen, aber nie dadurch, dass man im Mund irgendeine andere Chemikalie einführt. Ja, und genauso ist es mit den Blumen im Esszimmer. Also wenn eine Blume verfault, das gehört halt raus. Gell? Und ob das jetzt schön ist oder nicht schön, aber es ist halt weg. Und wenn Sie es nicht draußen tun, die Blume
aus so einem Kasten, dann müssen Sie das eine bedenken. Die verfaulte Blume macht Ihnen ja die Erde kaputt. Und wer tauscht Ihnen die Erde aus, wenn Sie es dann merken nach 20 Jahren? Kein Mensch. Und das ist ja das Problem. Es ist ja nicht das Problem, was mit der Blume geschieht. Da kann man ja irgendein künstliches draufsetzen, sondern es ist das, was mit der Erde geschieht. Und das können wir sicher alle nicht verhindern. Ja, auf zur Giftwirkung. Wie kann man Giftwirkung beweisen? Sicher ist es die Dosis, aber bei der akuten, aber bei der chronischen ist es die Giftkonzentration im Körper multipliziert mit der Speicherzeit und abgezogen die Giftausscheidung, also wie viel Gift aus dem Körper wieder raus ist. Und dann mehrere Gifte potenzieren sich gegenseitig und die Giftwirkung hängt also von der Giftaufnahme, von der Menge der Speichergifte ab, von den Entgiftungsenzymen, von den Allergien auf diese Gifte. Jedes im Körper gespeicherte Gift macht über kurz oder lang eine Allergie. Und die Allergie bedeutet, dass nicht mehr die Giftmenge entscheidet, welche Organschäden auftreten, sondern eine Allergie geschieht immer nach dem Alles- oder Nichts-Gesetz. Und wenn man wissen will, wie es einem nach ein paar Jahrzehnten geht, muss man bedenken, nur wenn man weiß, wie viel Gift man vor 30 Jahren aufgenommen hat, dann kann man wissen, wie es ihm heute geht. Also das, was sie heute ist, entscheidet, wie es ihnen in 30 Jahren geht. Oder anders gesprochen, das, was heute rauchen oder saufen, das entscheidet. Und Professor Levin, sicher der weltbeste Toxikologe in Berlin, der sagte 1888, also nicht gestern. Wer da sagt, dass ihm ein Gift nichts anhaben kann, irrt sich. Und weltweit bestätigt sich, je weniger Giftkontakt, desto weniger psychische Erkrankungen. Denn eines der Symptome, die Sie selber merken, vielleicht Ihr Partner oder vielleicht Ihr Arzt, ist die psychische Veränderung. Die Immunschädigung, die merkt man eigentlich erst, wenn es zu spät ist. Nächstes Bild. Sind wir bei den Autoimmunerkrankungen. Ich hoffe, dass Sie das alles schon mal gelesen haben. Also ich sagte Ihnen ja, August 95 haben wir es erkannt, dass die Autoimmunerkrankungen durch Quecksilber oder Amalgam ausgelöst sein können. Und das bedeutet natürlich für jemanden, der eine nachgewiesene Autoimmunerkrankung hat, dass alle Zähne, die entweder mit Quecksilber gefüllt waren oder Goldkappen hatten, gezogen werden müssen und natürlich in ihrer Wurzel ausgefräst werden müssen. Die Erde muss natürlich ausgetauscht werden. Und dann natürlich nachkontrollieren, wie sich der Autoimmuntitel verhält. Und der fällt dann nach einiger Zeit ganz schnell ab. Wir haben eine Reihe von Patienten mit schweren Autoimmunerkrankungen. Dr. Konrad hatte eine Patientin vor 10 Jahren, die ein Trachtengeschäft hat, die schwerst krank war. Ich erzähle das, weil es ja immer durch die Presse ging, die eine schwere Autoimmunerkrankung hatte, die dann ihre Quelle gemieden hat, ihre Zahnherde saniert hat und heute ist die Autoimmunerkrankung weg. Das sind also Altfälle, sagt man jetzt. Ja. Also eine Autoimmunerkrankung, die weggeht, schnell weggeht, ist außerordentlich selten. Wir haben eine Patientin, eine Geschäftsfrau in München, klein, dick, die sehr viel getrunken hat, in der Verzweiflung, die eine ganz schwere Autoimmunerkrankung der Schilddrüse hatte, wobei die Schilddrüsenerkrankungstiter sehr gut ein Spiegel dafür sind, wie schwer krank jemand ist. Während sonst Autoimmuntiter eigentlich wenig darüber aussagen, wie krank jemand ist, sondern einfach, es lösen sich halt die körpereigenen Zellen auf, ob das Myelin im Gehirn ist oder
ob das die Zellkerne sind, die dann zum Rheuma führen, oder ob es jetzt Thyroglobulin ist an der Schilddrüse, da ist jetzt augenfällig. Die hat einen sehr hohen Schilddrüsenwert, hatte dann das Trinken aufgehört, mit unserer Hilfe. Es war nicht sehr mühsam, manchmal ist es sehr viel schwieriger. Und 6 Wochen später kam dann die ganze Schilddrüsenuntersuchung und siehe da, waren die Antikörpertiter schon negativ. Und diese Patientin ist halt irrsinnig glücklich, hat natürlich, weil es sehr reich ist, einen Mund voll Palladium, und Keramik. Und das Palladium mit der ganz schweren Palladiumallergie war die Ursache der Autoimmunerkrankung. Natürlich ist es so, dass wir wissen, wenn heute jemand Palladium hat, dann hatte er früher mal Amalgam und der Zahnarzt, der dann eben die Alternative draufgesetzt hat. Palladium ist dann tödlich, wenn man vorher Amalgam hat. Ja, Autoimmunerkrankungen sind wie Vergiftungen durch Speiergifte, wie Allergie der Zellen, nach alles oder nichts Gesetz zu betrachten. Das heißt also, wenn man das hat, dann muss man ganz, ganz gründlich sein, muss diese Sachen entfernen, dann hat es eine Chance. Also, nach 10 Jahren Allergie kann man als Faustregel sagen, Beginn der Autoimmunerkrankung, und bis es erkennen, braucht es dann noch mindestens 5 Jahre. Nach 15 Jahren dann das machen, was man vor 15 Jahren hätte machen müssen, das genügt natürlich nicht mehr zur Heilung. Das ist ganz klar. Und DNS rumspielen und so rumtun, als ob das eine akute Vergiftung wäre, das ist natürlich naiv. Ja? Ich habe mich nicht jetzt verwandelt mit DNS. Sie wissen, sämtliche Gegengifte, die es in Europa derzeit gibt, stammen von mir. Ich habe also die Grundarbeit geleistet. Ich habe Ihnen heute als historisches Moment das Handbuch der Gegengifte mitgebracht, das mal sehr teuer war, heute kostet nur 80 Mark, wo drin steht, woher DNS stammt. Das ist ja ein Gegengift aus der Kriegsforschung der Russen, woher die MSA stammt, das ist aus der Kriegsforschung der Chinesen. Ich habe mich sehr gründlich damals damit befasst, habe vor 20 Jahren den ersten schwerst vergifteten Arsenfall, eine 18-jährige Studentin, erfolgreich behandelt, habe mühsam dafür gesorgt, dass eine Arzneimittelfirma, damals hat ja so ein Gegengift im Jahr, habe ich vielleicht 5-mal eingesetzt, das hat sie nicht rentiert. Ja. Heute ist das ganz anders, heute ist das ein Geschäft, heute kostet es aber auch dementsprechend viel. Damals hatte mir eine Pulle DMBS 5 Mark gekostet. Und ich habe die ersten 100 Ampullen in der Hand aus dem Pulver selbst hergestellt, habe schwere Allergiezeit gehabt, habe es jetzt jahrelang nicht mehr selber gespritzt und die Allergie ist weg. Also das ist dann schon sehr erfolgreich zwischendurch. Und wenn Sie die Ursache nicht entfernen, schwelt die Krankheit natürlich weiter. Und jede Autoimmunerkrankung ist letzten Endes tödlich. Und wenn man das vermeiden will, muss man viel machen. Zu den Ursachen, Amalgam der Mutter ist die häufigste Ursache der Autoimmunerkrankungen. Allerdings ist es so, dass natürlich die Autoimmunerkrankung auch erblich ist. Und deswegen wäre es wichtig, erstens zu wissen, welche Mutter hat eine Autoimmunerkrankung, und jedes zweite Kind erbt ja dieses Amalgam. Wir haben eine Reihe von Fällen, wir haben mittlerweile über 400 Autoimmununtersuchungen gemacht. Übrigens sind davon nur 10 Patienten negativ gewesen. Weil man ja sagt, 5% der Bevölkerung hat Autoimmunerkrankungen. Wenn jemand krank ist, wenn er eine schwere Erkrankung hat, wenn er Allergie nachweisbar hat, dann sollte er grundsätzlich natürlich die Autoimmunerkrankung ausschließen. Ich habe noch keinen Blick dafür, welches Symptom für welche Autoimmunerkrankung charakteristisch ist. Das habe ich sicher erst nach 2000 Fällen. Aber es ist so, die Schilddrüsenerkrankung ist etwa in 30% der Fälle da. Das sind übrigens immer die Leute, die so ein bisschen fad sind, die so reizbar sind. Schilddrüsenkranke lieben ja zu streiten. Und immer dann, wenn ich merke, hoppla, da ist einer so ein bisschen komisch, man merkt es sehr, sehr schnell, dann versuche ich die Schilddrüsenerkrankung auszuschließen. Und das ist sehr typisch. Die rheumatischen Erkrankungen, die
kennt man sehr viel länger, die antinuklearen Antikörper oder die ENAs, aber die Myelinerkrankung, die also im weitesten Sinne zur Multiple Sklerose disponiert, da sieht man die Frühsymptome eigentlich gar nicht. Und dann gibt es eine Reihe von schwerwiegenden Antikörpern, Neuroendothel zum Beispiel, das sehr gerne zum Krebs entartet und zu schwersten Nervenschäden. Das sehen wir eigentlich nur bei den ganz schwerkranken. Amalgam als Ursache bei der Mutter, also man sieht es an den Symptomen, Wasserkopf, Hirnschrumpfung, Seh- und Hörstörungen, Neurodermitis, also die Kinder mit der angeborenen Neurodermitis sind in der Regel Kinder einer amalgamtragenden Mutter. Wir haben hier ganz grässliche Fälle. Wir haben also Fälle, in denen Mütter hintereinander 4 schwerst behinderte Kinder bekommen haben, aber zum Zeitpunkt des Kontakts mit mir noch über 15 Amalgamfüllungen im Mund haben. Ja, jetzt ist so eine Mutter mit, die 4 Kinder hat, die ist ja in der Regel an die 30, mit 15 Amalgams, da tun sie sich schwer und für behinderte Kinder. Also ich hatte mal so einen Fall, da hatte ich 3 Hilfen im Vorzimmer, die saßen, wie die Familie draußen war, alle 3 Rollen, die erschlossen und in der Ecke und waren fix und fertig nach einer Stunde oder vielleicht waren es 2, wenn die 4 Kinder. Also man könnte sich eigentlich solche Sachen schon mal sagen. Aber es wäre natürlich auch der Ärzte. Das ist sicher jetzt noch nicht so schnell. Von Amalgam reden wir erst 10 Jahre. Mit der Medizin brauchen so Sachen im Schnitt 30 Jahre, kann man sagen, bis es ja auch so bis an die Ecken sich durchsprechen. Und da ist auch nur eine Frage, wie ein Patient selber dann sich verbalisiert. Beim Erwachsenen sitzt dann an der Erscheinung, da kommen wir noch dazu. Andere Zahngifte sind natürlich genauso interessant. Titan, bei jemand, der mal Amalgam hatte, also die hervorragenden Implantate für zu schwerwiegenden Allergien, nur ist es so, Titan ist ja sehr teure Versorgung, pro Zahn 2000 Mark. Wir haben also Leute, die bis zu 70.000 Mark beim Zahnarzt gelassen haben. Das muss man natürlich schon zuerst haben, das Geld, ja, bevor man es ausgibt. Da macht das, wird man sich ja nicht entschuldigen. Und das dann rausmachen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das will ja wieder keiner. Das hat man sich schon vorher überlegt. Chrom, Nickel, Molybden ist ja immer in diesen blechernen Prothesen drin, die sinnigerweise dann oft noch mit einem Draht an einer Goldkrone festgemacht wurden. Das macht nämlich erhebliche Beschwerden. Formaldehyd aus der Wurzelfüllung ist immer dabei. Jetzt kommen die ganzen Holzgifte dazu, Pentachlorophenol, Dihydrochlorid, die Wohngifte, die Gasheizung. Hier finden Sie das PCB, das ist natürlich dann auch eine Ursache für Autoimmunerkrankungen. Die Dioxine, über Dioxine darf man übrigens nie vom Vortrag reden. Herr Dr. Dauner, darf ich eine Bitte aussprechen, wenn es möglich wäre, dass Sie doch schwerpunktmäßig am Mikrofon reden? Ja, aber weil du musst doch einmal da hinhauen, oder? Ja, aber das kommt also hinten nicht mehr an, weil wir sonst hinten die Übertragung haben. Ja, das wäre wieder ein freundlicher Hinweis. Vielen Dank. Ganz kurz. Dann die Radioaktivität, Radon und natürlich die Kernkraftwerke. Schnell wieder ans Mikrofon. Bitte, nächstes Bild. Ja. Und dann wären wir bei der derzeit bekannten Liste der Autoimmunerkrankung. Das habe ich abgeschrieben vom Lehrbuch der Autoimmunerkrankung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das alles ablesen soll. Es fängt an mit den Schilddrüsenerkrankungen, mit der Blutarmut, der Anämie, mit Augenerkrankungen, mit der Durchfallerkrankung, mit dem Diabetes mellitus. Müssen Sie sich vorstellen, wir haben mindestens 6 Millionen Diabeteskranke in der Bundesrepublik. Die tragen alle ihr Amalgam im Diabeteszahn, das ist der Vierer. Ich habe ein paar Patienten diese Zähne ziehen lassen. Herr Dr. Greger hat das ganz toll gemacht.
In einem Fall, das war eine Standelverkäuferin vom Christkindlmarkt, die hatte immer, die kenne ich schon seit 15 Jahren, versteht uns gar nichts mehr, immer einen Blutzucker von 600 bis 800, die Zähne raus und der Blutzucker ist unter 100. Jetzt sagen natürlich die Diabetologen, ja, weiß man nicht, vielleicht war das nach